Hallöchen ihr Lieben, ich bin Juliana und wenn ihr einem Herzensmensch eine Freude machen möchtet, dann habe ich, glaube ich, genau das Richtige für euch. Denn mit der von unserer Freundin Franzizo, einer ganz tollen Illustratorin, gestaltete Klappkarte aus 100% recyceltem Papier, könnt ihr die Glückwünsche, in diesem Fall zum Geburtstag, auf jeden Fall richtig gut überbringen. Ja, denn hier werdet ihr selber kreativ und verleiht den kleinen Bienen hier auf der Karte einen flauschigen Körper und ein ganz gewisses Etwas, denn ihr macht jede Karte zu einem Unikat und könnt so ganz persönlich ganz schöne, liebe Geburtstagsglückwünsche überbringen. Wie so oft bei uns müsst ihr keine Erfahrung im Do-it-yourself oder Sticken mitbringen, um euch selbst coole Pieces zu machen. Denn wie immer zeige ich euch Schritt für Schritt hier in diesem Video, jetzt und hier, was genau zu tun ist, damit die fertige Karte genauso aussieht, wie ihr es gerne hättet. Macht am besten direkt mit, pausiert da, wo ihr möchtet, wiederholt so oft ihr möchtet, dann kann nichts schief gehen und ihr könnt auch nichts vergessen. Was ihr auf jeden Fall braucht, ist das DIY-Set für die Karte, denn darin ist alles enthalten, was ihr braucht, genau in der richtigen Menge und in super guter und nachhaltiger Qualität. Also neben der Klappkarte selbst natürlich auch noch ein Umschlag zum Verschicken, Stickgarn in 2 Farben aus Baumwolle und eine Sticknadel, sodass wirklich alles da ist, was ihr braucht. Ja, ich würde sagen, dann zeige ich euch jetzt genau, wie die Stickerei geht. Es wird ganz einfach, wirklich jeder kann es. Und bevor ich es nachher vergesse, liked und kommentiert doch super gerne dieses Video, wenn es euch gefällt und abonniert auch unseren Kanal, denn dann könnt ihr keinen Teil unserer neuen Kollektionen mehr verpassen. Und ich sage euch, da sind richtig coole Sachen dabei. Auch für absolute Einsteiger gibt es richtig coole Accessoires und Outfits in den verschiedensten Techniken. Egal ob Nähen, ob Stricken, ob Makramee, ob Handnähen. Guckt doch super gerne mal durch, wir würden uns freuen. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß. Als erstes haben wir hier natürlich unsere illustrierte Klappkarte, dann einen Umschlag aus Kraftpapier zum Versenden, Baumwollgarn in 2 Farben und eine Sticknadel. Und damit legen wir los. Dann brauchen wir also einmal die Karte, nehmen uns unsere Sticknadel und so ungefähr eine Armlänge von unserem ersten Garn. Ich fange hier mit dem Schwarz an und dann fädel ich das eine Ende durch das Nadelöhr. Es geht ein bisschen leichter, wenn ihr das Ende befeuchtet. Und in das lange Ende, was hängt, mache ich jetzt einen Knoten. Wie ihr den macht, ist egal. Hauptsache, da ist ein Knoten drin. Und hinter dem Knoten schneiden wir unser Stickgarn einmal ab. Dann geht's schon los mit dem Sticken. Und ich sage euch, es ist das Einfachste überhaupt bei dieser Geburtstagskarte. Wir nehmen sie einmal in die eine Hand und möchten jetzt hier bei der ersten Biene unten rechts die schwarzen Teile besticken. Dafür mache ich mir, wo der erste Streifen anfängt, rechts ein Loch von oben nach unten. Gehe dann aber mit meiner Nadel von unten nach oben durch die Karte, bis der Knoten mich stoppt. Dann gehe ich von oben nach unten links beim Streifen wieder durch die Karte und ziehe das Garn fest. Dann gehe ich wieder von unten nach oben durch mein erstes Loch und erneut durch das linke Loch nach unten. Zieht dabei nicht zu fest, nicht dass die Löcher euch ausreißen, aber das werdet ihr ganz schnell spüren. Wenn ihr so 2-3 Mal auf der Stelle hin und her gegangen seid, macht ihr das gleiche bei dem nächsten Streifen. Ich markiere mir erst von oben das Loch, denn dann weiß ich, wo ich unten einstechen muss und gehe dann wieder links in den Streifen hinein. Das Ganze wiederhole ich dann wieder. Ihr solltet so häufig hin und her gehen, dass der gedruckte schwarze Bereich komplett mit dem Stickgarn bedeckt ist. Und wenn das geschehen ist, dann mache ich genauso weiter bei der nächsten Reihe. Guckt am besten auch, dass das Garn, was da jetzt an einem Streifen liegt, schön nebeneinander liegt und nicht zu sehr aufeinander, damit es möglichst voluminös und buschig wird. Ja, und dann geht es genauso bei der nächsten Reihe weiter. Super, wenn ihr die schwarzen Streifen dann bei einer Biene beendet habt, dann sollte eure Nadel gerade hinten sein. Ihr könnt dann einmal mit der Nadel hier durch beziehungsweise unterhalb eines Fadens durchgehen. Geht dann mit der Nadel durch die Schlaufe, die sich da bildet, zieht das Ganze fest. Wiederholt es nochmal, geht unterhalb des Garns durch, dann durch die Schlaufe und einmal festziehen. Und damit haben wir dann den Faden komplett vernäht und können die Schere nehmen und ihn einmal abschneiden. Perfekt. Dann würde ich jetzt vorschlagen, dass ihr gerne mal mit dem Schwarz bei den weiteren Bienen weitermacht
Und anschließend zeige ich euch, wie es geht mit dem Gelb. Ich habe es jetzt also hier ein bisschen weiter schon vorbereitet. Auf der Rückseite sieht man immer so ein kleines Zickzack. Und 4 Bienen habe ich hier schon mit dem Schwarz bestückt. Übrigens, wenn euer Faden mal zu kurz wird, dann könnt ihr den genauso auf der Rückseite vernähen, wie wir es eben mit dem Schwarz gemacht haben. Jetzt geht es aber erstmal weiter mit dem Gelb. Wir möchten ja auch noch die gelben Flächen bei den Bienen, die wir jetzt schon schwarz teilweise gefüllt haben, auch füllen. Es funktioniert genau gleich. Wir machen uns als erstes von oben hier unsere Löcher und passen dabei auf, dass die mittig schön zwischen den zuvor gefertigten Löchern liegen und nicht in ein Loch ausfransen. Also platziert die genau mittig. Die Bienen sind groß genug, dass da ein Loch sein kann, ohne dass es ausreißt, und geht dann in die andere Seite. Ja, und dann funktioniert der Rest genau wie zuvor. Ihr geht immer von unten nach oben durch die Karte, werdet dann mehrfach auf der Stelle sticken und dann bis zum nächsten Streifen wandern. Viel Spaß dabei! Wenn ihr jetzt merkt, das ist total einfach und es macht total viel Spaß, guckt doch auch gerne im Anschluss auf unserer Website vorbei oder auf unserem Instagram-Kanal. Beides findet ihr in der Beschreibung oder auf unserem Kanal. Denn da findet ihr jede Menge andere Projekte, die super einfach sind und auch richtig viel Spaß machen. Und es gibt auch einige DIY-Sets, die sich richtig gut als Geschenk eignen. Egal ob zum Geburtstag, zu Ostern oder zu Weihnachten. Alles klar, dann wenn ihr mit dem Gelb durch seid und alle Streifen befüllt habt, dann könnt ihr den Faden wieder vernähen. Einfach auf der Rückseite hier unter den Faden durchstechen, mit der Nadelspitze durch die Schlaufe gehen, das Ganze festziehen, 1-2 Mal wiederholen und dann den Faden abschneiden. Und dann sieht das Ganze von hinten so aus, von vorne so. Die Biene hat jetzt einen richtigen Körper bekommen, sieht richtig niedlich aus. Und dann würde ich sagen, ihr macht jetzt einfach genauso weiter bei allen restlichen Bienen und lasst die richtig zum Leben erwecken. Wenn ihr fertig seid, beschriftet sie doch ganz nett, hinterlasst ein paar schöne Grüße, packt sie in euren Umschlag und verschickt sie oder packt sie auf ein Geschenk. Und ich bin super gespannt, was der oder die Beschenkte sagt. Ja, das war's. Wir haben der Karte also jetzt und vor allem den Bienen richtig Leben eingehaucht und es war auch überhaupt nicht schwer. Ich denke mal, jeder von euch hat es hinbekommen. Mich würde es mega interessieren, wie eure Resultate aussehen. Teilt sie doch super gerne mit uns auf Social Media. Und dann freue ich mich auf jeden Fall aufs nächste gemeinsame Kreativsein und hier Handarbeitstechniken ausprobieren und coole Dinge schaffen. Und bis dahin fühlt euch gedrückt und bis bald. Tschüssi!